Harry, there you are. Glad I found you. Hello, Wood. Time for Quidditch practice, Harry. None of the other teams have started training yet, so we'll have a good head start. But I haven't had lunch yet. You can eat later. Follow me to the Quidditch pitch. Ja, willkommen zurück zu Harry Potter and the Chamber of Secrets. Nicht wundern, ich musste nochmal nachspielen, weil er nicht gespeichert hat und ich kann nicht raustappen aus dem Spiel. Das heißt, wenn ich noch irgendwas anderes zwischen zwei Parts zu tun habe, muss ich immer das ganze Spiel beenden. Deshalb stimmt jetzt die Bohnenanzahl nach dem Bonus-Points Bean Room nicht so ganz überein mit dem, was ihr eben noch gesehen habt. Naja, ist ja nicht so schlimm. Die paar Böhnchen. Okay, aber da sind auch schon wieder Leute, mit denen man handeln könnte. Nicht ganz viele, da sind auch Fred und George. Ich glaube, ich gehe mal zuerst zu denen. Wir haben zwar gar keine richtige Energie verloren in der Harry, Challenge. want to trade? We have the... What do you have? I have Quidditch armor, just like the Chudley Cannons wear. Ne, so viel haben wir auch gar The nicht. customer is always right, even in cases like this. So viel haben wir nicht. Hey Harry, What do you have? I have a Nimbus 2001, the best model available to the general public. I couldn't continue my Oopsie. business if I gave away my wares for that. Come back when you've got more beans. Nein, auch die haben wir leider nicht. Ich würde mal bei dem da vorne noch gucken, ob der eventuell auch eine silberne Karte hat. How about a trader? What do you have? I have flobberworm mucus. Na, nee. You're passing up a bargain, but have it your way. Den brauchen wir auch noch für eine Aufgabe nachher, aber ich glaube, den finden wir dann noch einfach so. Von daher gebe ich jetzt Hey keine Harry, want to trade? We have kostbaren the Bohnen best aus. values in Hogwarts. Quidditch. Listen up, Harry. We're going to make sure we win the Quidditch Cup this year, and the way we're going to do that is practice, practice, practice. First, a quick recap of what we learned last year. Of course, you already know that the red ball is called the quaffle, and it's the job of the three chasers to get it past the enemy keeper and into one of the goalposts. But you don't need to concern yourself with that. There are also two bludgers flying around, which you don't want to get hit by. But don't worry, each team has two beaters who try to keep them away from you. Last, and most importantly, it's your job as our seeker to catch the golden snitch before the enemy seeker does. Since you've been off all summer, let's start out easy. I'm going to throw up a snitch for you, and I want you to try to catch it. Sounds easy enough? All right then. You can use your arrow keys to steer your broom left, right, Ich sag's mal up, and vorsichtig. down. Arrow Keys Hit by a bludger, pushed by the other seeker, gehen or fast gar running nicht, into ey. things can slow you down and put you further behind the snitch. The Nimbus 2001 gives you much needed speed. Okay. Steuerung genauso Now the blöd rest wie of im the Einser. Gryffindor team is here. Let's play a mock game of Quidditch. Avoid the bludgers and the other seeker. I'm going to have a Gryffindor stand in as an enemy seeker. You'll need to make sure she's out of the way before you can catch the snitch. Don't worry, they'll take it easy on you. Nur, dass ihr gar nicht so aussieht wie das Gryffindor-Team. Aber okay. If you have enough beans, you can buy Quidditch upgrades from Fred and George. What? When you're close to another player hand, you can Geh use weg. your action key to kick or shove them. Remember, Harry, you'll not put your hand out till the enemy seeker is out of the way. That's it, Harry. Give them a good nudge so you can catch the snitch. Das ist schon so ein bisschen fies, ne? That's it, Harry. You've almost got it. Geh weg. That's it, Oder Harry. Move. Stay right on the snitch. You've almost got it. You'll automatically closer than the snitch. Scheiße.
Das ist ein bisschen blöd mit der Steuerung. Echt ganz mega Excellent blöd. work, everyone. You're back on form, Potter, which means we've got a great chance of winning the cup this year. Aren't you finished yet, Harry? Don't look now, but here comes the Slytherin team. I don't believe it. I booked the pitch for today. Hey, they've got new brooms and it looks like... Yes, they are! They're Nimbus 2001s! Yeah, I know. Apparently, Lucius Malfoy made a very generous donation. Like our new brooms, Weasley. What are you doing here, Malfoy? I'm the Slytherin Seeker now. Didn't you know? Perhaps someday Gryffindor will be able to afford new brooms. Well, at least no one on the Gryffindor team had to buy their way in. They got in on pure talent. No one asked your opinion, you filthy little mudbloods. You pay for that one, Malfoy. Well, at least I could afford it, Weasley, unlike you. Leave it, Ron. He's not worth the trouble. Mudblood, the nasty name some wizards use for other wizards who were born to non-magical parents. And speaking of mud, October arrived damply at Hogwarts, spreading a soggy chill over the grounds and into the castle. A different kind of chill would soon set in as well. It's time for potions class with Professor Snape. We don't want to be late. You know what he's like. It's down in the dungeons. Follow me. And talking about Mud war schon so ein bisschen, naja, ein wenig inkorrekt, wenn ihr mich fragt. Ich glaube, das hier lernen wir auch erst noch. Ja, genau. Und hier waren wir ansonsten auch schon drin. Das ist jetzt so ein bisschen blöd, dass man trotzdem immer wieder an diese Räume dran kann, obwohl man eigentlich schon da war. Naja. Moin. So, ab in den Dungeon. Wie jetzt? Ehrlich? Komisch. This leads to the dungeons. Hier können wir schon wieder nicht hin. Ach Mensch. Na gut. Na toll. Spinne. Ist kuschelig hier, ne? Gucken wir uns erstmal um. Wie immer. Hier werden wir noch ein bisschen mehr Zeit verbringen übrigens. Das könnte hier so ein Piefsraum sein, ne? Lieber nicht. Gegen den Glibber kommen wir auch noch nicht an. Allein schon deshalb wollte ich ja kein Slytherin sein. Hier unten seinen Gemeinschaftsraum zu haben, ist auch einfach nicht so schön, oder? Würde euch das gefallen? Glaube ich nicht. Aber belehrt mich gerne eines Besseren, wenn doch. Ja, ich freue mich jetzt gerade schon, da hier die kleinen Spinnen rumlaufen auf die Szene mit Aragog. Die wird richtig eklig. Also ich als arachnophobe Person kriegt da wirklich so richtig Panik bei. Ach, die wird so eklig. Hey, da fällt mir gerade ein, dass Scala mal kommentiert hat, er würde hier gerne dann mal gastmäßig dabei sein. Muss ich ihn nochmal fragen, nicht, dass er das vergessen hat. Na toll. Das wäre doch sicher in eurem Sinne, oder? Der gute alte Rally. Kommen wir da nicht hin. Frech. Ist auch nichts zum Zaubern. Nö. Wahrscheinlich dann von unten, wenn wir das da mal kaputt machen können. Ach Mensch, hier kommt er bestimmt aus der Challenge wieder raus.
begeben wir uns erstmal zum guten alten Snape. Gleich. Ach Mann. Na gut. Wir sind ja eh immer zu spät. Das fällt schon gar keinem mehr auf. Aber diese leeren Wände Now hier. pay attention. Today, you will attempt to learn the art of mixing one of the most useful potions ever concocted. The Wiggenweld potion. Potter, you have just volunteered to show the rest of the class how this is done. Get up here immediately. A Wiggenweld potion will restore some of your lost stamina. Even a single bottle is capable of healing the most grievous wounds. In this chest are the 2 ingredients of Wiggenweld potion. Flubberworm mucus and Wiggentree bark. Take them out. Alohomora! Hübsch, ne? Now, walk up to the cauldron. Try not to touch the potion. I don't want it contaminated. Observe Mr. Potter adding the ingredients to the cauldron and mixing them. Careful, Potter. You don't want to lose house points. Mr. Potter now has a Wiggenweld potion. To drink the potion, press space bar. Back to your seat, Potter. Those of you who are adventurous, or more probably clumsy, will no doubt want to make Wiggenweld potions on your own. Therefore, there are cauldrons like this one throughout Hogwarts. They are the only cauldrons in which Wiggenweld potions can be made, and the ingredients, flubberworm mucus and Wiggentree bark, can also be found throughout Hogwarts. Now for today's lecture, the history of flubberworm mucus extraction. Before that lecture, I thought I knew everything I wanted to about flubberworm mucus, and I was right. Well, I thought he touched on some interesting aspects. Let's get going before Snape comes out. What was that? What was what? That voice. It was coming from over there. Come on. What's going on? Enemies of the air, beware! You'll be next, mudbloods. She's been petrified, but how? I cannot say. And now, I would like everybody to please return to their dormitories. There's nothing else to see here. Come on, Harry. Professor Dumbledore's right. There's nothing more to see here. Everyone at Hogwarts was disturbed by the attack on Mrs. Norris and the mysterious words scrawled on the wall. Rumors and speculation spread. Hermione in particular was especially affected. Ron and Harry became sure that she was up to something, but whatever it was, she remained tight-lipped. We have to get to Charms class, Harry, and I have an idea. An idea about what? We should ask Professor Flitwick about the Chamber of Secrets. He's bound to know something. Let's go. Tja, ihr Lieben, da haben sich die Ereignisse hier in Hogwarts wohl mal wieder überschlagen. Die arme Mrs. Norris. Allerdings kein Zeichen von Colin Creevy.
Macht ja auch nichts, ist ja auch nicht so wichtig. Oder dass da eine riesen Pfütze auf dem Boden war. Portrait to the Gryffindor Common Room. Take care now, Harry. Tja, die Geschichte hier in diesen Spielen ist einfach immer wieder ein bisschen abgespeckt. Aber naja, was soll's. Ja, war schön die erste Woche. Mal wieder Harry Potter. Ich hoffe, euch hat's auch gefallen. Ich gucke mal, was der da oben mir noch erzählen kann. Ich hoffe, ihr habt fleißig Kommentare hinterlassen, hattet eine schöne Woche und werdet... Das ist schon wieder Percy. Und werdet ein schönes Wochenende haben. Flying the car here was quite wrong, you know. Ja. Percy the Prefect. So, seht ihr, hier sind jetzt auch diese Cauldrons. Ich weiß aber gerade gar nicht mehr, was der die Potion macht. Der Zaubertrank. Werden wir noch herausfinden. Im Moment haben wir keine Zutaten mehr dafür. Oder ich habe es echt einfach ganz frech vergessen, was das macht. Obwohl es schon 1000-mal gesagt wurde. Naja, oh, wir haben hier sogar eine Map. Ach, guck mal, das ist ja schön. Ach Mann, ich habe so vieles vergessen von diesem Spiel. Naja. Also vielen Dank, ihr Lieben, dass ihr hier dabei wart. Ich hoffe, wir sehen uns auch nächste Woche wieder. Ein schönes Wochenende euch. Bis dann.